Okay, der benutzt Magie. Okay, sie kann die ganze Zeit Magie benutzen, ist aber dafür nicht so stark. Also die männlichen Mönche, die machen starke Gegenangriffe und die weiblichen Mönche sind schneller und weichen Attacken aus. Okay, die sind Heiler. Würde ich auch sagen, dass wir uns einen Heiler holen. Die Männer, die können Unterstützungszauberei und heilen. Und die weiblichen können einfach viel stärker heilen. Und sie haben einen exklusiven Spell, die Damen, der noch besser heilen kann. Ah, okay, und die Matey kann Items benutzen, auch wenn sie andere Sachen macht. Und sie kann auch ein Messer werfen und danach angreifen. Okay, und als letztes die Monster Pennies. Die können die Magie Change Kommandos benutzen, um humanoide Waffen zu werden oder Waffen der Menschen. Okay, und die Art der Waffe, die sie werden, hängt davon ab, welcher Rasse sie angehören. Also Primis werden eine Waffe, andere werden andere Waffen. Und wir müssen darauf achten, dass die Waffe auch zu dem Menschen passt, dem sie dann angegeben wird oder dem sie gegeben wird. Okay, so. Dann nehmen wir eine... Ich weiß nicht, warum soll das dann ein Kerl sein? Macht doch gar keinen Sinn. Okay, wir nehmen hier die Dame. Mary hört sich doch gut an. Können sogar Leute bis zum Namen finden, wenn wir das wollen. Okay, ich will confirmen. Okay, jetzt können wir auch noch eine Fähigkeit wählen. Okay, und das ist umsonst trotz allem. Zu nix Nütze und inkompetent können wir wählen. Je besser der halt ist, desto teurer wird der Dämon. Nehmen wir einen Inkompetenten. Was? Ich muss ja auch hier die Stats verteilen. Okay. Wenn die also bessere Fähigkeiten haben, dann werden die Stats auch besser. Okay, so, wir machen hier SP machen wir 1 mehr, damit wir einfach noch mehr zaubern können. Was? Jetzt müssen wir noch den Level auswählen. Genau, wir wollen ein Level 9999 haben, weil es ja umsonst ist. Okay, wir können nur so starke Dämonen auswählen, wie stark wir auch selbst sind.
Okay, machen wir mal Level 2. Was? Was? Die Persönlichkeit müssen wir auch noch auswählen. Was? Ein schwangerer Heiler? Was? Pregnant. Wir machen Open-Minded. Was? Die Farbe können wir auch noch auswählen. Wie geil, das ist ja immer heftiger. Ich finde das Healer finde ich schon gut. Okay, so. Okay, wir müssen sie erst noch mal ausstatten. Dann müssen wir eine Waffe erstmal holen für die. Okay. Ganz schön kompliziert alles. Wenn die jetzt zum Beispiel in Schwerter spezialisiert sind, lernen die schneller Skills, die mit Schwertern zusammenhängen. Okay, und je teurer es ist, desto besser ist es. So, bei... Woher weiß ich denn, was für wen gut ist? Ja, das will ich ehrlich gesagt gar nicht ihm anprobieren. Just a Stick. So, Moment, probieren wir hier mal an. Change? Nee, Change. Switch Characters. Bringt das was? Bringt Boni auf jeden Fall, dann kaufen wir das mal. Geben wir denn mal Brillen. So viel will ich jetzt gar nicht einkaufen. Wir gucken, ob ich das denen noch ausrüsten muss. Nee, hat sie. Sehr gut. So, dann gehen wir mal los. Oh Gott, die Musik ist so grausam. Können wir wieder dort kämpfen? Okay. Ach, nächstes Level, okay. Wir entern die Stage mal. Oh yeah. I'm getting tired of waiting, you lost bastards! Lost? No, we're... So, have you come to take the head of me, the Overlord of Bloodport, Logan? You overwhelmed me with numbers in the previous battle, but it's not gonna be that easy for you this time! Wie geil der ist, ey. Even though I've gotten long in the tooth and I'm wounded all over, I was once the feared throwing overlord, and I'm still sharp. Lift and throw! Lift and throw! Also der hebt hoch und wirft alles. Throw! Ach du Schande. Well, how is that? I've reached my limit, brother. He's out of breath before the battle even starts. Looks like this is all a big misunderstanding, but I doubt he's gonna let us leave without a fight. Erstmal was futtern, genau. Oh, Sir Killia, you're eating again?
Now that is my Circilia for you. This is a great opportunity. I'll teach you all about lifting and throwing. Okay. Wieder ein Tutorial. Yes. All right, I'll explain how lift and throw works. Dann mach mal, Junge. Let's go! Enemies won't always be within your attack range. That's just a reality. What should you do in that situation? I know. Just make a Prinny charge. You're too cruel to your Prinnies. Tutorial. Lift and throw. You should use lift and throw to reach enemies that are far away or up high. Go ahead and give the lift command a try by lifting me up. Me lift up Circilia? That's impossible. I've never held anything heavier than a slice of cake. Just do it. All men are my servants. Man kann die dann natürlich in Range Oh werfen. my, I was able to do it. All right, now throw me toward the enemy. The number surrounded by the circle is the distance you can throw. It's 4 right now. Okay. It depends on who's throwing. Yeah! And that's it. Now the distance to the enemy is closer, and your attacks can reach them. Next, how to apply it. Yeah, dude! You can lift more than one character. Hä? Mehr als einen? Okay. Yeah! Was? Let's go! Wait, Circilia? You can lift multiple allies like this to form a tower. Und dann? After that, you can throw them in order to travel farther distances. The shitfuck? I see. If I throw the Prinny next, then it'll go even further. Das ist ja geil. That's right. But there are a few things you need to watch out for when lifting and throwing. 1. If you end your turn while lifting an enemy, you'll take damage. Oh, okay. If you throw a Prinny, for some odd reason, they explode. What the fuck? If you throw a Prinny, it explodes? Madam Serafina, you don't have to go out of your way to try it. Toss! Yeah! No! Nice! My, how delightful! I mean, very useful. Let's keep throwing Prinnies. Exploded Prinnies are treated as though they were defeated. It looked like you enjoyed that, but don't do it too much. Okay. Okay, also nur Menschen können liften. Okay, ist total verrückt. Die Prinnies explodieren immer, wenn man sie wirft, so nach dem Motto kommt's mir vor.